begrüßen Sie herzlich zu dem heutigen Mirjams-Gottesdienst. Der Mirjam-Gottesdienst stellt die Solidarität der Kirchen mit den Frauen in den Mittelpunkt. Auch in dieser Zeit, 2020, gilt es, für Gleichberechtigung und gegen Gewalt gegenüber Frauen einzutreten. Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet Maria mitten unter uns. Maria, die Gottesmutter, den einen so nah, den anderen so fern. In diesem Gottesdienst wollen wir uns an Maria annähern, wollen sie als Frau begreifen und auf die Suche gehen nach unseren persönlichen Geschichten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau. Im Namen Jesu, der die Gleichwertigkeit der Geschlechter gelebt hat. Und im Namen der Ruach, der pfingstlich erneuernden Kraft, durch deren Zutun Maria schwanger wurde. Amen. Und wir singen gemeinsam Gloria in excelsis Deo. Wir wollen 126 beten, im Gesangbuch die Nummer 754. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Auch wenn wir mit Maria das Magnificat singen, fällt es uns schwer, an Gottes Verheißung zu glauben, dass die alte Weltordnung von unten und oben, von arm und reich, von klein und groß zerstört werden wird. Zu sehr sind wir gewohnt, dass die Welt so bleibt, wie sie ist.
dass wir glauben können, dass die gnadenlosen Machtstrukturen zerstört werden, dass Christus die Vision einer gerechteren Welt ist, in uns einpflanzt. Darum bitten wir, Kyrie, Kyrie eleison. Ja, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Darum haben wir die Hoffnung, dass Gottes Feuer uns erneuert. Wir haben die Hoffnung, dass Gottes Geduld größer ist als unsere Trägheit. Wir haben die Hoffnung, dass der Geist Gottes uns befähigt, die Machtstrukturen dieser Welt zu verändern. Und wir singen gemeinsam Laudate omnes gentes im Liederbuch, die Nummer 117. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Wir hören nun die Lesung aus Lukas 1, die Verse 26 bis 56. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesu geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchstgenannten werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen jetzt das, was bei uns als Adventlied gilt, aber ursprünglich ein Wallfahrtslied war. Maria durch einen Dornwald ging. Und zuerst sprechen wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Das ewige Leben. Amen. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, der haben 7 Jacken Laub getragen, Jesus und Maria. Maria unter ihrem Herzen, Kyrie eleison. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, es trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Haben die Dornenrosen getragen, Kyrie eleison. Als das Kindlein durch den Wald getragen, haben die Dornenrosen getragen, Jesus und Maria. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Wir evangelischen Christinnen versuchen uns Maria zu nähern mit der Frage, welche Bedeutung hat Maria, so wie sie die Evangelisten schildern und wie die Künstler und Künstlerinnen sie darstellen, für uns 4 Frauen? Ist sie eine Heilige? Was rührt sie in uns an? Alle Menschen, die sich mit Gott verbunden fühlen, sind heilig. So haben wir es eben gerade im Glaubensbekenntnis gesprochen. Und in diesem Sinne ist auch Maria heilig. In der evangelischen Kirche kommt Maria kaum vor, weder in der Verkündigung noch im Liedgut. Und dies, obwohl die Glaubenssätze der Gottmutterschaft und der Jungfrauengeburt auch in der Reformation nicht verworfen wurden. Beide sind Teile unseres Glaubensbekenntnisses. In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass wir trotz der fehlenden Marienlieder in unserem Liedgut dennoch eine Beziehung zu Maria haben oder mit unseren Lebenserfahrungen an die von Maria anknüpfen können.
Evangelische Frauen haben Töchter, die ja Maria heißen. Sicher nicht, weil sie die Beschützerin des Kindes sein soll, aber da ist etwas am Werke, etwas Geistliches, die Ruach. Lassen wir uns darauf ein. Maria in meinem Leben. In unserem Kinderzimmer hing über meinem Bett am Fußende das Marienbild von Raphael. Beim Mittagsschlaf habe ich es immer angeschaut. Ich sah in dem Bild der Frau mit dem liebevollen Blick meine Mutter mit meiner kleinen Schwester. Es löste das wohlige Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit in mir aus. Als evangelisches Kind kannte ich Maria nur aus den Weihnachtsliedern und als Krippenfigur. Warum haben meine nicht religiösen Eltern ein Marienbild im Kinderzimmer aufgehängt? Bei einem der vielen Umzüge verschwand es. Erst ein halbes Jahrhundert später fand ich diese Abbildung in einer Weihnachtskartensammlung wieder. Und in schwierigen Zeiten wurde das Bild mein Anker für Trost und Halt. Maria ist mein Sinnbild für liebende, behütende Mütterlichkeit. Eine Freundin erzählte mir ihre persönliche Erfahrung mit Maria. Sie und ihr Mann waren bereits einige Zeit verheiratet. Das Thema Kinder stand erst einmal nicht im Vordergrund, bis ihre Eltern und sein Vater starben und die Frage im Raum standen, wer ist da noch in unserer Familie? Und wer wird nach uns sein? Oder wird da noch einer nach uns sein? Recht pragmatisch wurde beschlossen, dass sich meine Freundin, wenn sie nicht bis zu ihrem 40. Geburtstag schwanger würde, beruflich verändern und etwas Neues beginnen würde. Aber wie das so ist, wenn etwas in Träumen möglich ist. Man hegt Hoffnung, hat Sehnsucht und wird manchmal auch ein bisschen neidisch auf andere Eltern. Es verging einige Zeit, in der sie schon einmal mit der neuen Ausbildung und Lehrgängen begann. Zwischendurch immer wieder einmal die Hoffnung, bin ich schwanger? An Silvester spazierte meine Freundin allein durch die umliegenden Felder. Sie befand sich in der Nähe eines Heiligenhäuschens mit Marienfigur. Sie begann, Maria von sich und ihrer Situation zu erzählen und endete mit: Maria, ich glaube, ich wäre eine gute Mutter. In dem Moment riss der grau bewölkte Himmel auf und es wurde hell. Ob es eine Antwort, Aberglaube oder gar Kitsch war, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Meiner Freundin hat es damals gut getan, Maria alles zu erzählen. Sie fühlte sich verstanden und getröstet. An Gott hatte sie sich nicht gewandt. Maria war ihr näher. Und seit 13 Jahren geht sie an Silvester zu dem Marienhäuschen, zündet eine Kerze an und erzählt Maria vermutlich, wie es ihr und auch ihrer Tochter geht. Von Gott sollen und können wir uns kein Bildnis machen. Jesus wird entweder als pausbäckiger Säugling oder als Gekreuzigter dargestellt. Aber Maria, die ist zum Begreifen, steht als Statue am Wegesrand. Im Internet findet man für Kinder zum Ausmalen ein Bild von ihr mit viel Rot und Blau auszumalen. Und sie ist eine Schönheit selbst in ihrem Leid und ihrer Trauer um ihren Sohn. Die Künstler haben uns Frauen als Modell der Schönheit und Sanftheit gemalt. So sollst du sein, so sollst du werden, lieblich und mild. Maria ist die beliebteste Rolle für Mädchen in Krippenspielen weltweit. Nur Max Ernst hat ihre menschliche Seite in den Vordergrund gerückt, als wir sie malen. Und dieses Bild, was ich eigentlich zeigen wollte, wurde leider nicht zugelassen. Denn mit dem nackten Jesuskind bäuchlings auf ihren Knien die Hand erhoben, um es zu versohlen. Maria war der Kragen geplatzt. Jesus' Heiligenschein liegt am Boden. Was hatte er angestellt, dass sie so aus der Fassung geraten war und zu solchen Maßnahmen griff? Maria trägt weiterhin den Heiligenschein. Was soll uns das sagen? Sie musste wie alle Frauen
ihren Sohn erziehen, ihm Halt geben. Vermutlich war das, so wie es Max Ernst malte, auch in ihrem Repertoire. Das ist kein Freifahrtschein für physische Gewalt, nimmt uns aber den Druck der Selbstanklagen und Selbstschuldzuweisungen. Ich finde es tröstlich zu wissen, dass wir Mütter, auch wenn wir grobe Fehler im Umgang mit unseren Kindern machen oder gemacht haben, weil unsere Nerven blank liegen und wir nichts Besseres als körperliche Strafen kennen, dass wir für Gott dennoch unsere Würde behalten. Maria ist seit Jahrhunderten das Symbol für Sanftmut, Mitgefühl, Hingabe und Trauer. Maria, die Mütterliche, Maria, die Schmerzensreiche, Stellvertreterin für alle Mütter, die mit ihren und für ihre Söhne und Töchter leiden, um sie zu trauern. Doch Maria ist auch die Widerspenstige, die ihr Los als unverheiratetes junges Mädchen auf sich nimmt und von zu Hause wegläuft zu ihrer älteren, schwangeren Cousine. Maria, die trotzig Nein sagt zu den Konventionen ihrer Zeit, um Ja zu sagen zu dem ungeborenen Kind in ihrem Leib und einen Mann findet, der ihr Kind wie ein eigenes annimmt. Im Lukasevangelium bekommt Maria eine besondere Rolle, wie keine andere Frau in den Evangelien. Sie singt das Magnificat, den Lobgesang Gottes, und verkündet darin, dass Gott die Mächtigen, Reichen und Hochmütigen vom Thron stürzen wird und sich allen Hungernden, Geringen und Machtlosen zuwenden wird. Menschen, zu denen auch sie selbst gehört. Endlich hat Gott sie angesehen und sie gewürdigt. Maria singt die jahrtausendalten Hoffnungen und Sehnsüchte aller Unterdrückten und Benachteiligten. Damit trifft sie die Frauen mitten ins Herz, die schwanger sind, Kinder haben und zu den Menschen gehören, die sehnsüchtig darauf warten, dass Gott sich ihnen zuwendet. Die Benachteiligten und Unterdrückten, Erniedrigten, die Hungrigen. Maria mitten unter uns. Wenn wir Protestantinnen und Protestanten, auf sie einlassen, so wie wir Maria in den Evangelien erzählt bekommen, dann haben wir in Maria eine Schwester, eine Mutter, eine Vorreiterin, eine Weltverbesserin, weil sie uns von der Güte und Barmherzigkeit Gottes vorsingt. Wir hören Marias Loblied, so wie es heute lauten würde, vor dem Hintergrund, dass Maria ein sehr junges, ungebildetes Mädchen war. Was ich habe, will ich dafür sorgen, dass Gott richtig groß rauskommt. Alles in mir freut sich über dich. Du bist mein Gott, du hast mich gerettet. Gott hat mich gesehen, obwohl ich nur eine stinknormale Frau bin. Alle Menschen, die in Zukunft leben werden, werden mich einmal toll finden und mich ehren. Gott hat was ganz Großes mit mir gemacht. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist ganz besonders. Er ist echt heilig. Er liebt uns total und diese Liebe gilt allen Menschen, die ihn respektieren. Er hat große Muskeln, er kann Wunder tun. Menschen, die sich sonst was einbilden, wird er alt aussehen lassen. Er hat Regierungen gestürzt und Sklaven befreit. Menschen, die Hunger hatten, kriegten bei ihm was zu essen, aber Menschen, die satt und reich waren, sind bei ihm leer ausgegangen. Er hat uns versprochen zu helfen und er hat dieses Versprechen nicht vergessen. Er liebt uns. Er hat das schon vor Ewigkeiten Abraham und seiner Familie versprochen. Maria, du bist mitten unter uns. Es stellt sich eine Frage. Hättest du das Magnificat, den Lobgesang, nach Jesu Leiden und Sterben noch singen können? Nach der Geburt Jesu und bei seiner Beschneidung prophezeiten viele Menschen Maria ein gutes Leben für sie und ihren Sohn. Nur Simeon sagte: Dich wird der Kummer um dein Kind wie ein Schwert durchbohren. An dieser Stelle möchte ich berichten, was meine Freundin Martina mir zum Thema Maria sagte. Ihre Mutter erkannte, dass ihr krebskranker Bruder von Martina, also von meiner Freundin, den langen Kampf ums Überleben verlieren wird. Verzweifelt ging die Mutter in die Kirche und betete zu Maria. Während des Gebets wurde ihr bewusst,
dass auch Maria ihren Sohn jung verloren hat. Langsam fand sie ihre innere Ruhe. Getröstet und voll Vertrauen verließ sie die Kirche. Es war jetzt nicht so, dass alles wunderbar war, aber sie hatte Halt gefunden. Maria, ich kann mir vorstellen, dass du es später wieder gesungen hast, das Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich preisen alle Kindeskinder. Du bist eine besondere Frau, Maria, und du bist eine von uns. Du bist in unserer Mitte. In einer Veranstaltung der katholischen Frauen wurden wir gebeten, uns vorzustellen, in wessen Schuhe aller biblischen Frauen wir gerne schlüpfen würden. Wer von ihnen ein Vorbild, eine Leitfigur für uns sei. Für mich war es ganz klar Maria, aber anders als gefragt. Maria, in deren Schuhe wollte ich nicht schlüpfen, deren Leben nicht gelebt haben. Wer so viele Nachteile auf sich genommen hat, um so jung, fern der Heimat, ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen und dann kurz nach der Geburt gleich fliehen zu müssen, um 12 Jahre später von diesem Kind zu hören, wer seid ihr? Warum soll ich nach Hause kommen? Hier im Tempel ist mein Zuhause. Nein, das war auch kein pubertärer Übermut, denn Ähnliches hat er seiner Mutter auch als Erwachsener gesagt. Gleichzeitig hat er Liebe gepredigt und Mitgefühl und Liebe für fremde Menschen gezeigt, nur nicht für seine Mutter. Schließlich gibt er sein Leben für eine Idee, für seine Vision, für den Satz, damit die Schrift erfüllt wird, auf und wird schrecklich gefoltert. Nein, dieses Leben wollte ich nicht gelebt haben. Und dennoch, Maria ist mein Vorbild für mütterliche Liebe. Stets hat sie zu ihrem Sohn gehalten. In seinen größten Nöten hat sie bei ihm gestanden und nur gesagt, ich bin da. Sie gehörte nach seinem Tod und der Auferstehung zu den ersten Gliedern der Gemeinde. Maria, du singst in der Tradition vieler Frauen des Alten Testamentes, die für ihr Recht und das Leben ihrer Kinder gekämpft haben, dein Protestlied. Maria, du hast das Magnificat deinem ungeborenen Kind vorgesungen und sicher auch später immer wieder. Maria, du hast Jesus mit deinen revolutionären Gedanken erzogen. Maria, warst du erschrocken, als Jesus deine Ideen von einer gerechteren Welt auch tatsächlich gelebt hat, in aller Konsequenz und Härte bis ans Kreuz? Jesus ist die Revolution Gottes. Maria, Jesus kannte die weibliche Seite Gottes. Er hat Frauen respektiert und die Weiblichkeit aufgewertet, die dem Sein verpflichtet ist und nicht dem Haben. Maria, dein Sohn ruft uns zur Umkehr auf, weg von Machtstreben und Besitzvermehrung. Er ruft uns zur Umkehr zum Leben. Maria mitten unter uns. Wir haben uns mit Maria angefreundet, wenn wir nicht schon lange eine Verbindung zu ihr hatten. Und damit gewinnt unser Leben an Gewissheit, dass wir nicht allein sind in schweren Zeiten und im Glück, in unseren Lobgesängen und der Zuversicht, dass das Reich Gottes ist und wächst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen gemeinsam nur den Kanonteil von Lobe den Herrn, meine Seele. Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht.
Gott, wir danken dir, dass du uns heute gute Gedanken gegeben hast. Unsere Zusammensein in deinem Namen hat uns gestärkt und wir können mutig in die neue Woche gehen. Mach uns Mut, unsere Stimme zu erheben, für alle, die schwach sind oder keine Stimme haben. Gib uns Mitgefühl und Kraft zu helfen, wo wir gebraucht werden. Leite uns Herz in Hand, damit wir nach unseren Kräften Gerechtigkeit und Frieden wirken, Wunden verbinden und Hunger stillen. Lenke die Gedanken und Taten aller, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien besondere Verantwortung tragen. Sei du ihr Bestand. Gib ihnen Weisheit und Mut, dass sie sich von deinem Willen leiten lassen. Wir bitten dich für unsere Umwelt, die letzten Sommer gezeigt haben, die Erde leidet und der Mensch mit ihr, mehr noch als alles, was er zu ahnen wagt. Wir bitten dich, lass uns stark werden, um umweltschädliche Machtstrukturen zu zerschlagen und die Natur zu ihrem Rechten zu verhelfen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Und Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und wir singen im Gesang aus dem Gesangbuch, aus dem Evangelischen, das Jubilate Deo. Das ist die Nummer 584. Allen, die sich heute hier an diesem Gottesdienst so beteiligt haben, dass er so schön geworden ist, danke ich ganz herzlich für die Mitarbeit.